Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum nächsten Trainingsvideo. Ich hatte das Gefühl, dass das letzte Instruktionsanschauungsmaterial, was ich euch zur Verfügung gestellt habe, ziemlich gut ankam. Und deswegen dachte ich mir, ich führe das im selben Style fort. Für die Leute, die mich schon länger verfolgen, ich habe das früher schon gemacht. Also wenn ihr, ich glaube jetzt mittlerweile sind wir bei Rexstream TV Episode 80 ungefähr. Wenn ihr mal in die YouTube-Suchfunktion Rexstream TV Episode 1 eingebt, da mache ich auch schon diese Trainingsvideos mit Stimme aus dem Off, wo ich Übungen erkläre und mein Training erläutere. Also schaut mal zurück. Das sind mittlerweile fast 10 Jahre an Videos. Alles klar, heute ist Schultern und Trizeps. Wie ihr seht, wir fangen an mit Schulterdrücken in der Multipresse. Und ich mache natürlich Aufwärmsätze, ist selbstverständlich, bis zu dem Trainingsgewicht, das ich dann für 3 Arbeitssätze benutze. Und für die das letzte Video mit dem Beintraining gesehen haben, ich mache beim Schulterdrücken was Ähnliches wie bei der Beinpresse, nur mit 20 Wiederholungen. Also 3 Sätze. Ich muss mindestens 20 Wiederholungen pro Satz schaffen. Wenn ich mehr als 20 schaffe, ist gut. Ich höre natürlich nicht auf bei 20. Aber das Gewicht ist so gewählt, dass ich 20 nicht schaffen werde in allen 3 Sätzen. Also ich mache hier dann meinen ersten Satz, da schaffe ich vielleicht so 20, 21, 22, manchmal auch bloß 18. Und dann, wenn ich die 20 nicht schaffe, pausiere ich 10 Atemzüge, 10 tiefe Atemzüge. Und arbeite dann so lange weiter, bis ich 20 voll habe. Also wenn ihr hier mitgezählt habt, ich weiß jetzt nicht, bei wie vielen ich war, 14 oder 15. Und ich muss dann noch so viele machen, mindestens, bis ich am 20er Ziel angelangt war. Ich glaube, das war jetzt hier 17 plus 3. Also ihr könnt jetzt mal mitzählen, ich zähle nicht mit, aber dann seht ihr, dass es so läuft. Bei Schultern generell ist mir aufgefallen, dass schwere Gewichte, also das ist Schwachsinn, dass schweres Training mir weniger bringt als, ich sag mal, mittelschweres Training, so im 15 bis 25 Wiederholungen Bereich. Punkt. Ja. Mir ist aufgefallen, dass mir Training, das richtig brennt, sagen wir mal so, und schmerzhaft ist, viel mehr Ergebnisse und Schulterwachstum, was ja das Ziel ist von Hypertrophietraining, bringt, als wie wenn ich jetzt so 6 bis 8 drücken und Hanteln durch die Gegend werfen und sowas mache. Das gleiche bei Arme. Ich mache ja hier auch noch Trizeps in dem Training. Da werdet ihr es auch sehen. Schultern, Trizeps und Bizeps sind Muskelgruppen, bei denen ich viele Wiederholungen bevorzuge für maximales Wachstum. Also wie gesagt, das waren jetzt hier die 3 Sätze. Und als nächstes mache ich dann Trizeps strecken. Ich weiß, die Reihenfolge an Übungen ist ziemlich unkonventionell, aber für mich hat es sich als gut rausgestellt, dass ich die Übungen, wo ich das Gefühl habe, die ich am meisten betonen möchte, also schweres Drücken, sowohl für Trizeps als auch für Schultern, an den Anfang stelle und ich somit meine Schwächen besser ausgleichen kann. Also weil wenn ich jetzt hier meine 4 Schulterübungen zuerst machen würde und dann meine 3 Trizepsübungen oder 4 Trizepsübungen, dann gebe ich beim Trizeps nicht so viel wie beim
bei den Schultern vorher. Und deswegen baue ich dieses Trizepsdrücken hier dazwischen mit ein. Auch wieder hier 3 Sätze. Ich stretch mich immer so nach dem Satz. Das fühlt sich gut an. Es fühlt sich irgendwie anabol an, deswegen mache ich das. Also da ist auch, ihr habt das glaube ich gesehen, das waren jetzt so knapp 20 Wiederholungen. Da mache ich einfach 3 Sätze, ich sag mal geradeaus. 3 Sätze wie gesagt, so im ersten Satz so circa 20 Wiederholungen. Natürlich bis ins Versagen immer. Und dann noch 2 folgende Sätze, bei denen ich jeweils so viel mache, wie ich kann. Ihr seht auch, genau wie vorher beim Schulterdrücken, ich strecke nie ganz durch. Ich nehme immer den größtmöglichen Stretch mit, den ich bei der Übung bekommen kann. Und dann strecke ich das Gelenk nie durch, so wie bei den Hackenschmidt-Kniebeugen und bei der Beinpresse, konstante Spannung, sodass der Muskel immer arbeiten muss und das Gelenk nicht belastet wird. Also das ist jetzt der 3. und letzte Satz. Und sofort danach, jetzt passt auf, sofort nach diesem Satz, in den Satzpausen davor, habe ich mir schon eine Flachbank in die Multipresse gestellt, um dann sofort meinen ersten Satz enges Bankdrücken zu machen. Wieso jetzt plötzlich enges Bankdrücken, wenn jetzt doch Schultertag ist? Es fühlt sich gut an. Ich habe morgens schon Brust trainiert. Da war keine Flachbankübung dabei. Und jetzt gebe ich diesem Flachbank-Brustwinkel noch extra Aufmerksamkeit. Und dabei wird auch noch gleich mein Trizeps belastet. Also ihr seht, es ist nicht super eng. Es ist ungefähr schulterbreit. Und hier, da das so ein Verbundsatz ist zwischen dem Trizepsdrücken und dem engen Bankdrücken, ist der erste Satz hier etwas leichter. Also ihr seht, da ist nur eine 20er auf jeder Seite. Und ich mache einfach wieder so viel ich kann. Ich glaube, da kamen so 17 ungefähr raus. Vielleicht auch bloß 12. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich würde da auch erst erhöhen, wenn ich jetzt in dem Satz über 20 schaffe, in diesen einzelnen. Auch hier seht ihr wieder konstante Spannung. Ich lege auch die Hantel nicht auf der Brust ab, die hat so einen Zentimeter Abstand. Und ich strecke oben nie durch. Also mit anderen Worten, aber ich wollte anscheinend noch eine extra Wiederholung. Okay. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Aber ja. Gut, hier mache ich auch wieder 3 Sätze. Also das ist so gerade mein Grundsatzschema. Ich mache 3 Sätze auf jeden Fall bis ins Versagen. Und manchmal benutze ich muss eine bestimmte Wiederholungszahl erreichen in jedem Satzschema. Ich glaube, das wende ich hier sogar an. Ich glaube, hier wollte ich 20 machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Weil es ist schon ein paar Wochen her. Ja, ich glaube, hier wollte ich 20 machen. Es ist schon ein paar Wochen her und ich habe seitdem mein Training ein bisschen verändert. Also das ist jetzt der erste Satz von den 3 schwereren. Und ich glaube, das Ziel war 3x12 zu machen. Könnte auch sein, dass es 3x15 war. Aber muss ich ja mittlerweile nicht mehr erklären. Ihr habt es ja jetzt auch schon öfter gesehen. Ich will nur alle Sätze oder so viele Sätze wie möglich filmen, ohne dass es euch langweilt, damit ihr ein möglichst gutes Bild von der gesamten Trainingseinheit bekommt. Also nochmal, meine Grundprinzipien sind halt, ich trainiere jeden Satz ins Versagen. Ich halte immer konstante Spannung. Also ich strecke nie ein Gelenk durch. Und hole mir unten den maximalen Stretch raus,
ohne dass die Spannung vom Muskel weggeht. Und dann ist mein Wiederholungsbereich eher hoch für Schultern, Trizeps und Bizeps, so 15 bis 25. Zack, das war der Satz. Ich glaube, es waren 12. So, ich glaube, den letzten Satz habe ich weggeschnitten, weil das war für die Cuts, wenn ich das jetzt nochmal gezeigt hätte. Jetzt kommt Seitheben. Ja, Trizeps, Drückübungen sind fertig. Jetzt kommt Seitheben. Mein Trizeps kann jetzt ein bisschen Pause machen. Hier auch wieder 3 Sätze. Und das ist eine richtig beschissene Übung, weil ich mache hier 3-mal mindestens 20 mit dieser Wiederholungskadenz und es brennt wie die Sau. Die Hanteln, falls es euch interessiert, sind 17,5er. Im ersten Satz schaffe ich, glaube ich, so in der Trainingseinheit waren auf jeden Fall über 20. Und dann habe ich noch 2 hinterher gefeuert. Die, ich weiß nicht genau, ihr könnt ja mitzählen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, 20 ist hier die magische Zahl. Ich halte die Hanteln so lange in der Hand, bis das Brennen so schlimm wird, dass ich mal irgendwann ablegen muss. So, jetzt kommt der nächste, 20 ist aber über 20. Jetzt kommt der nächste Satz. Bisschen Posing und Angeben ist auch immer wichtig. Da fühlt man sich besser. Das ist jetzt Satz Nummer 2. Komm, wir zählen jetzt mit. Bam, ja. Also der Pump ist natürlich auch bedeutend enormer, als wie wenn man schweres Seitheben oder schweres Schulterdrücken und so macht. Und ja, wie gesagt, bei manchen Muskelgruppen funktioniert es. Auf geht's, wir zählen jetzt mit, Leute. Dann seht ihr, ich mache 20. Und ich mache so lange hier konstante Wiederholungen, ohne Pause, bis meine Schultern irgendwann so voll werden, dass ich das machen muss. Bisschen Schwung ist erlaubt, okay? Bisschen. Man soll jetzt nicht da so Hampelmann-Sprünge machen, aber so ein bisschen Körpereinsatz ist okay, um die Intensität höher zu halten. Also solange die ersten Wiederholungen super sind, kann man so 2, 3 noch rausschwingen, aber nicht ab der ersten Wiederholung. So, zack. 17 plus 3. Das war Satz Nummer 2. Entschuldigt. Jetzt kommt Satz Nummer 3. Da habe ich extra eine andere Perspektive genommen. Ja, Pump-Check. Sieht ganz okay aus. Ich denke mal, naja, ihr wisst ja, wie man von sich selbst denkt. Zack. Was ich bei Seitheben auch mache, ich habe extra den Winkel geändert, um euch zu zeigen, ich hebe die Hanteln mit einer Tendenz nach hinten an. Manche machen die ja so ein bisschen vorm Körper am Schluss, aber die vordere Schulter ist bei mir dominant, wie bei den meisten. Und deswegen ziehe ich, wenn ich mich entscheiden muss, und hier muss ich das machen, eher nach hinten und involviere die hintere Schulter etwas, als wie so leicht vor dem Körper und involviere die vordere Schulter. Weil wenn, dann braucht die hintere Schulter mehr Belastung, um mein Bild einer kompletten Schulter zu vervollständigen. Also wie ihr seht, meine hintere Schulter arbeitet hier schon mit leicht. Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der seitlichen. Hier, das sollen Teilwiederholungen sein.
noch 5 extra. Aber das ist alles, was ich drin habe. Ja, jetzt kommt hier für die seitlichen Schultern eine weitere, wenn ihr mich fragt, essentielle Übung, gepaart mit den Kurzhantelseitheben, weil bei Kurzhantelseitheben ist die meiste Belastung oben in der Kontraktion und beim Kabelseitheben, wenn ihr das Kabel richtig einstellt und euren Körper korrekt positioniert, ist die meiste Belastung jetzt, und zwar am untersten Punkt, wenn zwischen Oberarm und Kabel ungefähr 90 Grad sind. So, da ist die meiste Belastung für die seitliche Schulter und oben wird es dann weniger. Das heißt, man macht am besten diese beiden Übungen zusammen und die Oberkörperposition ist entweder aufrecht gerade oder man lehnt sich leicht zum Stapel hin. Also von mir aus gesehen, um die Übung noch zu verbessern in diesem Stretch-Aspekt, müsste ich mich jetzt nach rechts lehnen. Es gibt welche, die lehnen sich von dem Stapel weg. Das ist absoluter Schwachsinn, weil dann wandelt man diese Kabelübung, wo die meiste Belastung auf dem Stretch liegt, in genau dieselbe Übung die man vorher gemacht hat mit den Kurzhanteln. Ich glaube, darüber muss ich mal ein extra Video machen. Also so, hier mache ich 3 Sätze, nonstop. Also ich mache immer linker Arm, rechter Arm, linker Arm, rechter Arm, einfach hin und her. Jeweils 20 Wiederholungen, mindestens. Ihr könnt sehen, dass ich ab einem bestimmten Punkt mal pausieren muss. Da drehe ich mich so weg, um die Belastung von der Schulter zu nehmen. Und ich muss sagen, diese Übung gepaart mit dem Kurzhantel-Seitheben hat meiner seitlichen Schulter sehr viel gebracht. Vor allem da unten, wo ich den Stretch maximiere. Hier, man muss richtig fühlen, wie die Schulter gedehnt wird, die seitliche und die hintere, und dann ohne Schwung versuchen, nach dem Stapel auf der anderen Seite zu greifen. Ja? Also ihr nicht vorstellen, dass ihr das Kabel hochhebt oder dass ihr euren Arm hochhebt, sondern versucht, euch auf die andere Seite hin so breit wie möglich zu machen. Also wie gesagt, ich versuche jetzt hier links den Kabelturm mit meiner Hand zu berühren. Und dann unten richtig den Stretch ausschöpfen. So. Ich fühle es schon fast hier, wenn ich daneben sitze und mich einfach nur anschaue. Also hier, wie gesagt, jeweils 3 Sätze. Ich glaube jetzt beim letzten, den habe ich auch noch drin gelassen, um euch zu zeigen, wie das aussieht, wenn ich eine Pause mache. Entschuldigt. Sehr professionell, wie ihr merkt. Das ist immer Stretch, da ist die meiste Belastung. Ich musste überhaupt keine Pause machen. Okay. Dann seht ihr es leider nicht. Also ich drehe mich dann immer so ein bisschen, dass die Belastung von der Schulter weg ist. Das wäre in dem Fall mit dem Rücken zur Kamera. Und dann drehe ich mich wieder zurück
und mache dann die restlichen Wiederholungen. Doch, hier mit dem linken Arm war ich ein bisschen schwächer. So sieht es dann aus. Okay, erholt und dann noch den Rest. Jetzt wie gesagt hier, wenn ich jetzt noch mehr als 20 schaffen würde, also sagen wir, ich kann nicht mehr bei 15, mache dann eine Pause, dann mache ich nicht unbedingt nur 5. Wenn ich dann 6 schaffe, also im Tank noch habe, dann würde ich die 6 da auch noch machen. Das war gar nicht der dritte Satz, das war erst der zweite Satz. Ich weiß, ich muss jetzt mit der Hand auch noch einen machen. Also wenn jemand mein Trainingsprinzip hier nicht verstanden hat, guckt euch nochmal das Beintraining an. Das ist das Trainingsvideo vor dem. Und ich mache das schon seit ein paar Jahren. Ich habe früher schon Trainingsvideos hochgeladen. Da erkläre ich das auch schon. Zack, fertig. Nein, Pause. Ich erzähle euch schon mal vom Trizeps danach. Die nächste Übung, ich mache jetzt noch 2 Übungen für Trizeps. Der hatte jetzt ziemlich gut Pause nach dem ganzen Seitheben. Und da kann ich wieder volle Power geben. Einmal, Trizeps braucht auf jeden Fall eine Überkopfbewegung, weil nur da in dieser Position bekommt er den maximalen Stretch. Also mein Trizepstraining ist immer so aufgebaut, ich mache mindestens eine Übung vor dem Körper. Das ist das Trizepsstrecken, was ich euch vorher gezeigt habe. Das ist so der mittlere Bewegungsbereich. Gepaart mit, oder kombiniert mit einer Powerübung. Powerübungen, damit meine ich so Dips oder enges Bankdrücken, weil da einfach die Brust und die vordere Schulter mithelfen. Dann eine über Kopf für den Stretch und dann noch eine mit dem Seil, wo ich versuche, möglichst neben dem Körper zu arbeiten, sodass ich eine gute Kontraktion bekomme. Wobei, wie ihr ja seht, mein Bewegungsradius ist immer ziemlich eingeschränkt und ich strecke nichts durch. Deswegen ist die Kontraktion für mich eher unwichtig. Also für mich, wenn ihr mich fragt, ist voll durchdrücken, wenn es um kosmetisches Training geht. Kosmetisch, sprich Muskelaufbau. Der Teil, der am wenigsten Früchte trägt. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es Gelenkverschleiß provoziert, wenn man immer wieder jahrelang Gelenke durchdrückt unter Gewichtsbelastung. So, ich mache, wie gesagt, hier auch wieder 3 Sätze, jeweils bis zum Versagen, hohe Wiederholungszahlen und das war das ganze Training. Danke fürs Zuschauen. What's up, guys? Thanks for tuning in to another training video. This time we're doing shoulders and triceps. Exactly the same style we used last video because I think people liked it. Just looking at the whole training session, well, almost the whole training session, and then me talking in the background and giving my commentary.
First exercise is shoulder presses in the Smith machine. I gotta say that, first of all, for shoulders and arms, biceps and triceps, I like high reps way better, and they give me way better results than lower reps with heavier weight. As you can see, I'm using constant tension, never locking out on top, and my reps are in between 15, the lowest, and 30 reps. 15 to 25 is where I'm focusing mostly on, and then sometimes even up to 30. But definitely when I reach 30 on the first set, I will increase the weight the next training session so I fall below 20 again. Like I said, we're starting out with the shoulder presses. I'm doing 3 working sets on each of the following exercises. And here on the shoulder presses, just like last time, I use the same principle that I explained on the leg press. I'm doing 3 sets and I have to reach 20 reps. If I don't reach 20 reps, I will have to rest, pause, and get the remaining repetitions after a break of about 10 breaths. And if it takes 2 breaks, well, I gotta take 2 breaks. But right now, as you can see, I think I got somewhere around 20 on the first set. And then right now I'm resting 10 deep breaths. And I gotta finish the remaining, I haven't counted now. I think it's 1, 2, 3, 4. Yeah, so that was 16 and then 4 extra. If I had been able to do 5 or 6 extra, I would have done those extra reps as well. So would have ended up at 22 or 23. I just want to make sure that I hit at least 20 in every set. And in between sets, my rest intervals are 30 breaths. So this is not on every exercise. This is just on a couple exercises that I like doing that on. Like I said, like the leg press, the Smith shoulder press, and dumbbell raises, dumbbell side raises, as you will see later. Stuff like that. So I wouldn't do that on a free weight barbell squat or, anything like that. A free weight incline press with dumbbells or barbell, because it's way too exhausting to put the weights back and get them back into position and shit. It's not feasible. So this was my third set. I think I got it. Yeah. And now we're moving on into tricep press downs. I'm doing 3 sets here also. 3 regular straight sets with the same weight after warming up, obviously. I never count the warm-up sets. And why do I mix my exercises up? So I want to focus on my triceps especially, but I also want to put as much effort as possible into the bread and butter exercises to build great shoulders. So if I was to do my whole shoulder workout first, I would get great shoulder development. As you can see, I have that. And then the tricep would be like, I would already be exhausted mentally a little bit and probably would get like only an 80% or 90% effort workout. So I mix up the exercises and I prioritize the ones that I feel are the most beneficial and the most taxing ones as well. So
that's how over time, I developed this system that I use now. And I don't always have to complete a full body part. I do the exercises that I feel are the most taxing, like I said, and the most beneficial for me at that point in time. Of course, there's times when I would there have been times when I did a full shoulder workout and then the triceps after. I've also done a full tricep workout before the shoulder workout. And then that was, for example, all the tricep exercises, then 2 side raise variations, and then 2 presses. And another thing I have to add is here, I don't do rear delts today, and I'm not doing traps today. I do those on a separate day, rear delts, traps, and biceps, which I call my accessory day. So this is the 3rd set here. Again, like I said, it's just a straight set. And again, notice I'm never locking out, but I'm getting a full stretch or as much of a stretch as possible in this position. And that keeps my joints healthy. I got that from Jason Huh. He showed me this style of training, almost 10 years ago, in 2014, I believe. And I should have trained like that since then. Probably would be way healthier, but I just went back to training this style about 2 years ago, something like that. And it gave me good progress, as you can see. So right now I'm doing the close grip bench, similar setup as on the shoulder presses. I think I'm doing 3 sets of 15. Again, never locking out, never getting the best stretch possible. And then I gotta do 3 sets of 15. I don't know how many that were. I think that was 15. This is now set number 2. I guess. I don't remember, honestly. But if you have a mind like a strainer, like I do, I write down all my workouts right afterwards in order to be progressive with my weights and repetitions over time. So I have a training logbook. I don't track the training on my phone, because once I have the phone in my hand, I get distracted. I have a handwritten notebook that I write all my stuff in: training, nutrition, drugs, supplements, and all that. And I've done that for quite a while now. Quite a while. Almost 19 years. I have quite a few books in my mom's basement. So I think this is the last set. Again, I think I'm doing 15 reps. And for arms and shoulders, as I've already said, 15 reps is the lowest range, the lowest repetition number that I go to. Might not work for you. It does for me. Maybe it will stop working over time, and then I have to switch up and do a lower repetition variation of my training again. But right now it works greatly. I get awesome pumps and couldn't be more happier with my training than I am right now.
So now back into shoulders after 2 tricep exercises. Side raises with the dumbbells. Those are, I think, 40 pounds. It's 17 and a half kilos. So it might be 39 pounds or something like that. And again, the number I'm going for is 20. I think I'm getting 21 or 22 reps here. Then I'm taking a 30 breath rest. What the fuck? And I'm gonna do my next set. And if I don't reach 20 in a consecutive repetition style, I will put the weight down for 10 deep breaths until I reach my set goal. I have explained this for the third time now. And I think you should have understood it by now. So not gonna explain the fourth time. So right now I've taken off my pump cover, as Seth Ferosi would say, and it's on for set number 2. Yeah, always posing. Right there, I gotta adjust my neck once in a while. I have this, I don't know why, but I have on the right side of my neck, my trap, it always feels kind of locked up. I've had physio work done quite extensively, going there once a week for either 1 or 2 hours. It's an awesome physio that lives nearby. I'm lucky to have him. And we have the problem under control, but it's not completely gone yet. For a while there, it was really bad, and it was going into my tricep even, and I really had problems gripping a bar and extending my arm, for example, on presses, and it really hindered the effectiveness of my training, I think. But right now, has gotten a lot better, and my weights are going up again, and I can actually grip a dumbbell with a tight hand. And it all came out of my neck area. So right now I've picked a different angle for you to show my technique on the side raises a little better. Yeah, as you can see, posing, yeah, great, awesome. I start at the sides of my thighs, not really in front, so the dumbbells never touch each other. And then I'm reaching out, but I'm also pulling kind of backwards to involve let's call it the rear portion of the side delt, and obviously the rear delt has to kick in a little bit also. But I feel this mostly obviously in my side delt, but in the rear portion of my side delt. I hope that makes sense. And I rather do it this way than the other way, how most people do it, with the dumbbells a little bit in front of them, involving the front delts more. So I would rather involve the rear delts a little bit, along with the side delts as a primary focus, than the front delts with the side delt as a primary focus. Because as you all know, there's rarely a person with a weak front delt compared to their rear delt. If anything, most people have a tendency to develop or have underdeveloped rear delts. And I am lucky to have a round, full shoulder with a thick rear delt, as you can see. Now, to complement the side raises with the dumbbells,
I am doing cable side raises, and notice the cable pulley is set a little lower than hip height. It could be set even a little higher to focus most of the stress onto the delt in the stretched position, meaning right there. So I would have to set it a little higher in order to get a 90-degree angle when my arm is downwards like this, between the cable and my upper arm. So next time, it's actually good that I made this video, because I've noticed that I have to set the cable a little higher. And right here I'm doing 3 sets also. I haven't counted the reps. I think I did 15 or 20. And I'm going non-stop back and forth. Right arm, left arm, right arm, left arm. Always 15 or 20. I don't know what I've done that day. And in case you're wondering, when do I increase the weight? Whenever I get more than 20 reps on the first set. The same goes for the other exercises. I increase the weight whenever the first set exceeds the target rep range. Now, again, I don't do that system on every exercise. It doesn't work on free weight barbell squats. It doesn't work on bent over barbell rows. It doesn't work on dumbbell rows. It doesn't work on hack squats, because hack squats are way too taxing for me. It doesn't work. It does work, actually, that's a killer on deadlifts. I've done 3 sets of 20 or 3 sets of 10 numerous times. Deadlifts off the floor. It does work perfectly on leg extensions, for example, or leg curls. If you want to try it, just figure out what exercises work for you. And I think you can, just like I have, benefit greatly from it. But it's a very taxing way of training, because you're not only hitting one failure point per set. You're doing 3 sets, or sometimes I've done up to 10 sets in this style. For example, 10 sets of 20 in the leg press. You are hitting as many as sometimes 3 or even 4. That's rare. 4 failure points per set. And then you're doing 3 sets on each exercise. So it is taxing. But I've done it for so long. I think I've started incorporating this type of rest pause training in 2011, 2012, I believe. Yeah, beginning of 2012. So right now it's no big deal for me. And if I have a partner, a training partner, my wife, or someone else, I always opt for forced reps rather than the rest pause, because it's a rare thing for me to have a partner, and then in those cases I go for the forced reps. But honestly, sometimes I overdo it and I do the rest pause and the forced reps together. But then you have to make sure
you're only doing the forced reps in the last part of your rest pause sets, because for some reason, once you do a forced rep or two, your strength drops significantly, and you won't be able to do many reps after the little 10 breath rest that you're getting. So I think this was the last set. As you saw, I had to take a break because I wasn't able to reach my target number. I think I'm gonna do it again in this one. Sometimes I don't, because my right arm or my right shoulder is stronger than the other one. And then I might get 13 reps or so with the left arm, and I have to rest pause 2, and I still get 15 with the right arm. So we all have imbalances. If you have an imbalance out there, don't worry. Yeah, it's now I'm resting. Here, taking the tension off the shoulder, and then turn back into the set and complete whatever repetitions I have left, and even more if I can. Yeah. So now we're finishing off with tricep overhead extension. 3 sets on each. So 3 sets on the overhead. As you can see, my triceps, my arms especially, are really lacking. And this is one of the movements that is supposed to give me my tricep the hang from the front, because it works the inner head, the head that is close to the body, and it hangs down when you do a front double bicep. How I set my tricep workout, I always want to do one movement in front of my body, for example, the V-bar press downs, to work the mid-range of the muscle. Then I'll do a power movement. That was the bench press, because it includes the front delts and the chest, and for a little bit of the lats. Then I'll do an overhead movement to get a good stretch. And then I'll do one more movement with a cable or something like that, where I can get a good contraction, or as good of a contraction as I can. Because, like I said, I'm never locking on a joint. So that was the whole training session. Thank you guys for watching. Please subscribe to the channel, as you know. And then I will see you on the next video. And thanks for your loyalty. Really appreciate it. For now, this is Roman Fritz, signing out.